Okay, heute tauchen wir tief ein in die Welt der Online-Zertifikate, speziell das Google Data Analytics Zertifikat von unserem heutigen Partner Coursera. Und ja, das Video ist komplett gesponsert, deswegen hier kurzer Disclaimer. Da ich aber als Partner eben von Coursera ein bisschen biased bin natürlich, schauen wir uns eher erstmal an, was das Zertifikat euch bietet, und anschließend gebe ich euch einige Tipps, mit denen ihr das Maximum da rausholen könnt. Wie ihr wisst, gibt es unzählige Online-Kurse und Zertifikate und es ist nicht immer leicht, den Überblick zu behalten. Manche sind weiter verbreitet, andere sind eher nischig und manche sind sogar nur Teilnahmezertifikate. Es stellt sich also die Frage, was erhofft man sich eigentlich von solch einem Zertifikat? Nun, im Idealfall erwerbt ihr aktuelles und praxisorientiertes Wissen, das euch dabei hilft, eure Karriere voranzubringen oder sogar den Sprung in eine neue Branche zu wagen. Bevor wir uns mit den Vorteilen und möglichen Bedenken des Google Data Analytics Professional Zertifikats beschäftigen, sperriger Name, ich weiß, sollten wir uns genauer ansehen, was dieses Zertifikat überhaupt beinhaltet und welche Inhalte im Detail vermittelt werden. Das Google Data Analytics Professional Zertifikat bei Coursera ist ein Online-Programm, das darauf abzielt, euch in weniger als 6 Monaten auf eine Karriere im Bereich der Datenanalyse vorzubereiten, ohne Vorkenntnisse und damit auch ohne einen Hochschulabschluss. Das Programm besteht aus insgesamt 8 Kursen, die von Google-Mitarbeitern entwickelt wurden, die schon einige Jahre in der Datenanalyse arbeiten. Hier eine kleine Übersicht der 8 Kurse. Foundations. Data, Data Everywhere. In diesem Einführungskurs erhaltet ihr einen grundlegenden Überblick über Daten und eben ihre Bedeutung in der heutigen Welt. Ihr lernt, wie man Daten sammelt, organisiert und analysiert, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Ask questions to make data-driven decisions. In diesem Kurs wird die Bedeutung der richtigen Frage und des kritischen Denkens betont. Also wie wir das zum Beispiel aktuell mit unserem Large Language Model Kurs machen. Ihr lernt, wie ihr die richtigen Fragen stellt, um Entscheidungen zu treffen, die anhand von Daten überhaupt beantwortet werden können, und damit wollt ihr Probleme effektiv lösen. Das geht natürlich nicht mit allen Problemen, aber mit manchen, und ihr müsst wissen, für welche, und dazu natürlich die richtigen Fragen stellen. Okay, Prepare Data for Exploration. In dem Kurs beschäftigt ihr euch mit der Vorbereitung von Daten für die Analyse. Und glaubt mir, das wollt ihr tun, wenn ihr mit den Daten arbeiten wollt. Ihr lernt, wie ihr Daten bereinigt, eben zum Beispiel von Trollen, die absichtlich beim Capture falsche Eingaben angeben, und wie ihr sie organisiert, um nicht am Ende den Überblick zu verlieren, und vor allem, wie ihr sie strukturiert, um sie am Ende in der Verarbeitung besser nutzen zu können. Process Data from Dirty to Clean. Da lernt ihr, wie ihr schmutzige Daten in saubere Daten verwandelt. Das bedeutet, ihr verwendet eben verschiedene Techniken und Tools, um Datenfehler zu erkennen und vor allem auch zu beheben, sodass die Daten am Ende für eine Analyse bereit sind. Gut, dann Analyze Data to Answer Questions. Das ist eigentlich der Kurs, wo der Fokus wirklich auf der eigentlichen Datenanalyse liegt. Und ja, dort macht man das dann auch. Ihr werdet verschiedene Analysemethoden natürlich erlernen und dann auch anwenden, klar, um Fragen zu beantworten und Zusammenhänge in den Daten zu erkennen. Ihr erinnert euch, diese Fragen könnt ihr ja schon stellen. Dann am Ende kommt natürlich Share Data through the Art of Visualization. In diesem Kurs kommt es dann natürlich komplett darauf an, wie ihr Daten effektiv visualisiert und präsentiert. Ihr werdet verschiedene Visualisierungstechniken und Tools kennenlernen, um eben komplexe Daten anschaulich und verständlich auch für Noobs darzustellen. Und das haben wir natürlich auf dem Kanal beispielsweise schon mit Plotly gemacht. Das ist aber natürlich nur eine Methode von zig Methoden, die ihr anwenden könnt. Dann gibt es aber natürlich auch noch Programmierkurse. Data Analysis with R Programming ist der 7. Kurs, und hier erhaltet ihr eine Einführung in die Programmiersprache R, die speziell eben für statistische Analysen und Datenvisualisierung überhaupt entwickelt wurde. Anders als bei Python, wo es einfach haufenweise Bibliotheken gibt, ist auch eine Möglichkeit. Ihr werdet R-Programmierung also dort lernen und anwenden, um Datenanalysen durchzuführen und Ergebnisse zu präsentieren. Und anschließend Google Data Analytics Capstone Complete a Case Study, so heißt der letzte Kurs. Das ist der abschließende Kurs, wo ihr eben euer komplettes erworbenes Wissen in einer praxisnahen Case Study anwenden sollt. Ihr werdet dort also ein realitätsnahes Datenanalyseprojekt durchführen und eure Ergebnisse präsentieren, um eure neu erworbenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Aber ist das alles gut soweit? Was bringt das? Und vor allem, wem bringt das was? Okay, lasst uns kurz mal die Anforderungen an ein solches Zertifikat durchgehen.
Es ist offensichtlich wichtig, dass Zertifikate auch wirklich was für die Praxis bringen und mit aktuellen Technologien und nicht mit irgendwas Uraltem hantieren. Und das ist ein großer Vorteil von diesem Zertifikat. Es zielt auf aktuelle und praxisrelevante Fähigkeiten ab und wurde von erfahrenen Google-Mitarbeitern entwickelt. Durch die Vermittlung von diesen ganzen praxisnahen Inhalten und die Anwendung von realen Fallstudien, die ihr machen solltet, definitiv, erwerbt ihr ein solides und anwendungsorientiertes Skillset, das euch insgesamt auf dem Arbeitsmarkt natürlich wettbewerbsfähiger macht. Der Lehrplan ist natürlich nicht alles, was ein Datenanalyst heutzutage erlernen kann oder können sollte oder muss und bietet selbstverständlich nur eine Option. Ich spreche ja häufiger hier auf dem Kanal über Python, aber die Sprache R, die hier gelehrt wird, ist auch sehr verbreitet im Data Science Bereich. Ihr könnt davor zum Beispiel noch Dinge erlernen wie Websites entwickeln, wo ihr dann Sachen visualisieren könnt oder eine andere Sprache, um R besser zu erlernen. Ihr könnt danach weitermachen mit Data Warehouses oder Scala oder Julia oder neuronalen Netzen. Aber der Punkt ist, das Zertifikat bietet euch einen eigentlich ziemlich optimalen Einstiegspunkt, den man in 6 Monaten ganz gut schaffen kann. Das sind etwa 3 Wochen pro Kurs, da bleibt gut Zeit zum Üben und ihr habt wirklich die Möglichkeit, es vertiefend zu verstehen. Bei dem Zertifikat steht dabei, dass euch 10 Stunden pro Woche reichen. Da allerdings die Kursinhalte allein schon 20 bis 25 Stunden pro Kurs gehen, beim R-Kurs sind sogar 37 Stunden Material, würde ich ein bisschen mehr einrechnen als die 10 Stunden pro Woche. Klar, es geht, aber es ist schon ziemlich sportlich und ihr wollt ja auch eure Projekte wirklich verfolgen, um etwas Praxiserfahrung zu bekommen. Ein weiterer extrem wichtiger Punkt bei Zertifikaten ist außerdem immer die Anerkennung, national und international. Coursera ist ein US-amerikanisches Unternehmen, der Dozent Google ebenfalls. Das Google Data Analytics Professional Zertifikat genießt also aufgrund der Reputation von Google, einem der führenden Data Science Unternehmen, BART, weltweit und natürlich seiner Expertise im Bereich der Datenanalyse eine hohe internationale Anerkennung. Mit dem Zertifikat könnt ihr grundsätzlich euch also nicht nur in Deutschland bewerben, sondern eigentlich auch weltweit auf Jobs im Bereich der Datenanalyse bewerben. Die internationale Anerkennung des Zertifikats erhöht insgesamt eure Chancen eigentlich von möglichen Arbeitgebern überhaupt erst wahrgenommen zu werden und dadurch vielleicht ein spannendes Jobangebot zu bekommen. Das sollten wir aber nochmal genauer beleuchten. Wen meine ich eigentlich? Quereinsteiger bist du, wenn du jetzt beispielsweise Krankenpfleger bist, Menschen satt hast und lieber mit Daten arbeiten willst. Von denen haben wir actually relativ viele auf dem Kanal aktuell. Zumindest nach meinen Nachrichten zu urteilen. Naja, das Zertifikat bietet dann in ziemlich kurzer Zeit, wir erinnern uns, halbes Jahr, das, was eine Ausbildung in 3 Jahren verspricht, nämlich einen Einstieg in den Jobmarkt. Aktuell sind in dem Programm 1,6 Millionen Lernende und jedem, der das hier sieht, wird klar sein, dass eine Ausbildung oder ein Studium nicht in einem Sechstel der Zeit ersetzbar sein kann. Aber das soll auch gar nicht so sein. Es werden die Teile eben wegabstrahiert, die man nicht so dringend braucht. Grundsätzlich habt ihr dann aber trotzdem keine Ausbildung oder ein Studium und das wissen die Arbeitgeber natürlich. Habt ihr schon eine andere Ausbildung, habt ihr zum Beispiel schon wo gearbeitet und sich beispielsweise die Fächer etwas überlappt, kann das ziemlich gut klappen. Sofern ihr natürlich wirklich was drauf habt. Speziell in Deutschland haben wir allerdings ein, ehrlich gesagt, mittelgroßes Problem damit, Leuten eine Chance zu geben. Ich hatte ja da schon mehrfach drüber gesprochen. Meine Mitarbeiter sind aber beide zum Beispiel Werkstudenten, beziehungsweise haben schon direkt mit ihrem Studium bei mir angefangen. Aber ich stelle da eher eine Ausnahme dar. Es kann klappen, muss aber nicht. Deswegen später noch einige Tricks, damit es vielleicht ein bisschen besser klappt. Seid ihr bereits Informatiker, egal ob ausgebildet, studiert oder quer eingestiegen, aber in einem völlig anderen Bereich, dann ist das Zertifikat ziemlich perfekt auf euch zugeschnitten. Ihr habt bereits einen Job, das heißt, die Hürde der fehlenden Erfahrung ist genommen. Durch das Zertifikat und vor allem die vermittelten Kenntnisse könnt ihr ziemlich leicht und direkt in den Bereich der Datenanalyse umsteigen. Ihr fangt dann also nicht mehr von vorne an und erwerbt hier die Fähigkeiten, die eben Datenanalyse voraussetzt und gleichzeitig noch einen Beweis in Form des Zertifikats dazu. Hört sich nach dem perfekten Match an, aber bedenkt, was ich über die Zeit gesagt habe, die ihr vermutlich pro Woche braucht. 10 Stunden muss man auf jeden Fall rechnen, aber eher ein bisschen mehr. Überlegt euch also, ob ihr vielleicht von der Arbeit einen Tag frei bekommt oder ob ihr euch vielleicht statt 6 Monaten ein Jahr gönnen wollt. Sonst könnte es passieren, dass ihr frustriert oder gestresst seid und zu früh aufgibt und das wäre wirklich schade. Okay, selbst wenn ihr bereits eine Ausbildung oder ein Studium in der Informatik absolviert habt, kann das Google Data Analytics Professional Zertifikat eure Bewerbungschancen insgesamt verbessern.
Arbeitgeber legen nämlich Wert darauf, dass ihr stets am Ball bleibt, beziehungsweise auf dem neuesten Stand seid und immer an eurer Weiterbildung arbeitet. Und Zertifikate wie dieses hier zeigen euer Engagement und eure Bereitschaft, euch weiterzuentwickeln, und das kann in Kombination mit eurer bisherigen Qualifikation sehr gut ankommen. Der Vorteil, die Skills überschneiden sich auch eigentlich fast gar nicht, zumindest bei meinem Studium. Während ihr zum Beispiel im Studium die Algorithmen in der Theorie und häufig in der Mathematik eher beigebracht bekommt, bekommt ihr in der Ausbildung natürlich eher selten mit dem Thema überhaupt in Berührung, wobei es da eine Ausnahme gibt. Dieses Zertifikat ist dann wie die Praxis zur Theorie oder Teil 2 der Ausbildung, wenn man so möchte. Auch wenn Zertifikate keine Voraussetzung sind, um einen Job zu bekommen, können sie eben doch bei vielen Arbeitgebern helfen. Ein weiterer Vorteil des Google Data Analytics Zertifikats ist, dass ihr das gesamte Programm online und in eurem eigenen Tempo absolvieren könnt. Das bedeutet, dass ihr von überall auf der Welt teilnehmen und euren eigenen Arbeits- und Lernrhythmus finden könnt. Ich merke das auch immer wieder. Meine Arbeitszeiten sind, obwohl ich die Wahl habe, meist von 7 bis 7. Manche meiner Kollegen oder auch meine Mitarbeiter arbeiten aber lieber irgendwann nachts, am Wochenende oder mal da, mal da. Das frei entscheiden zu können, gibt, finde ich, Lebensqualität zurück. Und ich merke gerade, dass heute eigentlich Feiertag ist. Naja, diese Flexibilität ist aber besonders wertvoll für Berufstätige oder Menschen mit familiären Verpflichtungen. Allerdings kann dieser Aspekt natürlich auch eine echte Herausforderung darstellen, wenn ihr Schwierigkeiten habt, euch selbst zu organisieren oder zu motivieren. Seid ehrlich mit euch, wenn ihr solche Probleme habt. Falls ihr zu diesen Leuten gehört, kann ich euch empfehlen, euch beispielsweise auf unserem Discord-Server einen Study Buddy zu suchen und das gemeinsam anzugehen. Hey, vielleicht kriegen wir ja sogar eine Lerngruppe dort zusammen. Das wäre tatsächlich sehr, sehr cool. Okay, es mag verlockend klingen, direkt bei Google anzufangen, nachdem ihr das Google Data Analytics Professional Zertifikat erworben habt. Damit wird ja geworben. Allerdings ist es wichtig, realistisch zu bleiben. Google ist ein unfassbar begehrter Arbeitgeber und die Konkurrenz um Arbeitsplätze ist dementsprechend groß. Das Zertifikat allein garantiert also noch keine Anstellung bei Google. Dennoch kann es eure Chancen erhöhen, insbesondere wenn ihr zusätzliche überzeugende Projekte, ein starkes Portfolio und weitere Qualifikationen zum Beispiel vorweisen könnt. Es ist also wichtig, das Zertifikat eher als einen Baustein auf eurem Weg zu Google zu sehen, falls ihr da wirklich hin wollt und kontinuierlich an eurer Weiterbildung zu arbeiten. Diese Option ist also eher für Leute relevant, die zusätzlich noch ein Studium und eventuell sogar noch Erfahrung vorweisen können. Okay, kommen wir kurz zu den Herausforderungen, die alle Zertifikate irgendwo haben. Und wir starten damit. Viele Zertifikate sind nur auf Englisch verfügbar. Leider einschließlich des Google Data Analytics Professional Zertifikats. Das kann für Menschen, die nicht fließend Englisch sprechen oder sich in der Sprache unsicher fühlen, eine Herausforderung darstellen. Speziell, wenn sie sich neues Wissen aneignen wollen zu einem Thema, wo sie noch nicht so fluent sind. Trotzdem ist Englisch die meistgenutzte Sprache in der IT-Branche und daher kann es von Vorteil sein, sich an englischsprachige Inhalte zu gewöhnen und die Sprachkenntnisse eben kontinuierlich auch zu verbessern. Und hier kann ein Zertifikat wie das Data Analytics sogar helfen. Im Zweifel gibt es aber natürlich auch immer Untertitel, auch auf Deutsch. Eigentlich gibt es aber sogar mittlerweile noch eine weitere Möglichkeit durch KI, die ich so super gerne mal auf diesem Kanal machen würde. Untertitel mit Whisper, übersetzen und dann von einer KI vertonen lassen. Mein Python-Skript ist dafür schon ready, aber leider kriege ich ja von YouTube immer noch keine Funktion zu mehrsprachigen Videos freigeschaltet. Naja. Auch die Qualität oder die Anerkennung von Zertifikaten kann natürlich im Allgemeinen stark variieren, abhängig von Anbieter, Inhalt und Zielgruppe. Während das Google Data Analytics Professional Zertifikat international anerkannt ist, gibt es natürlich andere Zertifikate, die weniger bekannt oder von geringerer Qualität sind. Und ich denke, wenn das Ganze bei Coursera angeboten wird und von Google erstellt wurde, dann ist das ein grundsätzlich sehr positiver Aspekt. Grundsätzlich ist aber trotzdem wichtig, vor so einer Investition von Zeit und natürlich auch Geld in ein Zertifikat gründlich zu recherchieren und sicherzustellen, dass es speziell euren Bedürfnissen und euren Karrierezielen entspricht. Es könnte ja auch einfach sein, dass ihr gar keine Lust habt, wirklich Data Science zu machen, sondern eine etwas andere Vorstellung davon habt. Das sollte man natürlich vorher mit sich selbst klären. Die IT-Branche und insbesondere der Bereich der Datenanalyse entwickeln sich momentan extrem schnell. So schnell, dass nicht mal ich alles mitbekomme und es ist quasi mein Job, da zumindest mal von allem gehört zu haben. Aktuell gibt es aber zum Beispiel in den USA auch mehr als 483.000 offene Data Analytics Stellen. Das bedeutet aber, dass die Inhalte und Fähigkeiten, die in Zertifikatsprogrammen oder Kursen, wie auch meinen, vermittelt werden, möglicherweise sehr schnell veralten.
wenn ihr euer Zertifikat zum Beispiel abschließt. Im Fall des Google Data Professional, im Fall dieses Zertifikats würde ich vermuten, dass die Informationen relevant bleiben, da sie einfach ein wichtiger, fundamentaler Baustein sind für alles, was danach auch noch kommt. Aber ich fürchte, aktuell kann euch das niemand sagen. Deswegen ist es aber umso wichtiger, auch nach dem Abschluss eines Zertifikats, Studium oder einer Ausbildung immer kontinuierlich an eurer eigenen Weiterbildung zu arbeiten und vor allem in der Informatik auf dem Laufenden zu bleiben, um insgesamt natürlich auch wettbewerbsfähig auf dem Arbeitsmarkt zu sein. Aber deswegen seid ihr hier. Und damit kommen wir wohl zum Elefanten im Raum, die Kosten. Das ist grundsätzlich natürlich ein Thema bei Zertifikaten. Ich kenne Zertifikate, die einige 1000 Euro kosten. Manche davon bieten deutlich weniger als das Zertifikat hier und manche kosten sogar nochmal extra für die Prüfung. Das kann sehr schnell ins Geld gehen, vor allem wenn man sich im Dschungel der Zertifikate verliert. Im Fall des Google Data Analytics Professionals fallen monatliche Kosten an, die sich über die gesamte Dauer des Programms natürlich summieren. Ich empfehle daher Coursera Plus als kleinen Extra-Tipp, das monatlich 55 Euro bzw. jährlich 374 Euro kostet. Und wenn man sich jetzt überlegt, was ich vorhin gesagt habe, dass ihr euch Zeit lassen könnt oder einfach danach weiter an eurer Weiterbildung dranbleiben sollt, macht jährlich vermutlich schon Sinn. Aber dazu habe ich direkt noch einen weiteren Tipp für euch. Ein wichtiger Tipp für den Umgang mit den Kosten des Zertifikats ist nämlich daran zu denken, dass wenn ihr in einer Firma arbeitet, die eure Weiterbildung wirklich unterstützt oder die vielleicht jemanden in einer anderen Abteilung braucht, dann könnt ihr versuchen, euren Arbeitgeber davon zu überzeugen, die Kosten für so ein Zertifikat zu übernehmen. Schließlich profitiert das Unternehmen ja auch von eurem erweiterten Wissen und euren verbesserten Fähigkeiten. Der Bonus hierbei, ihr habt direkt eine erste Stelle in dem neuen Bereich und damit dann sogar schon Erfahrung. Die erste Stelle ist nämlich bekanntlich die größte Hürde. Und wenn ihr dann, sagen wir, als Quereinsteiger 2 Jahre gearbeitet habt, will niemand mehr eigentlich eure Ausbildung oder euer Studium sehen. Danach könnt ihr nämlich nochmal nachverhandeln und habt meistens ganz normalen Informatikerlohn. Bevor ihr aber in ein Zertifikatsprogramm investiert, solltet ihr natürlich immer überlegen, ob es zu euren Interessen und Karrierezielen passt. Informiert euch gründlich über die Inhalte, wie zum Beispiel hier in dem Video, und überlegt, ob ihr wirklich bereit seid, die notwendige Zeit und Energie in das Lernen und Üben natürlich auch zu investieren. Ein solches Zertifikat ist natürlich eine Investition in Zeit und Geld. Daher ist es eben wichtig, dass ihr euch sicher seid, dass es für euch das Richtige ist. Das sollte aber natürlich nicht überstürzt werden. Also sucht euch gerne ein paar Beispiele raus, was so ein Datenanalyst überhaupt tut. Denn es geht hier eben um nichts Geringeres als eure zukünftige Laufbahn. Okay, um das Beste rauszuholen, ist es wichtig, gut organisiert zu sein und einen Studienplan am besten zu erstellen. Setzt euch klare Ziele und einen Zeitrahmen für jedes Modul und plant ausreichend Zeit für Übungen und Vertiefungen der Lerninhalte ein. Strukturiert am besten den ganzen Prozess so, dass ihr kontinuierlich Fortschritte macht. Das bringt euch eben dieses Glücksgefühl, das euch motiviert weiterzumachen und so vermeidet ihr auch Prokrastination. Solltet ihr aber zu den Leuten gehören, die wirklich Probleme mit Eigeninitiative haben, sei es temporär oder dauerhaft, dann bedenkt das. Wie gesagt, ein Study Buddy, finde ich, kann hier gut helfen. Und ein weiterer Aspekt, den ich anmerken möchte: Solche Zertifikatsprogramme bieten immer eine Vielzahl an Lernmaterialien und Ressourcen, die ihr unbedingt alle nutzen solltet, um eben das Maximum aus dem Kurs rauszuholen. Dazu gehören nicht nur Videos und Lektionen, sondern natürlich auch Quizfragen, Diskussionsforen, Fallstudien und auch Übungen. Es kann wirklich helfen, Fragen zu stellen oder euch mit anderen Teilnehmern auszutauschen. Nutzt die Möglichkeit und holt euch auch Feedback für eigene Projekte und versucht so eure Fähigkeiten in einem praxisnahen Kontext selbst anzuwenden. Aber eben von einem Profi Feedback zu bekommen, denn dann wisst ihr gleich, was ihr verbessern könnt. Je mehr ihr euch also aktiv beteiligt, desto größer ist im Endeffekt euer Lernerfolg. Neben den Materialien, die im Zertifikatsprogramm bereitgestellt werden, solltet ihr aber trotzdem noch ergänzende Materialien suchen, um eben euer Wissen und eure Fähigkeiten in der Datenanalyse insgesamt zu erweitern. Das können Bücher, Blogs, Podcasts, ChatGPT oder auch gewisse YouTube-Videos sein, die euch helfen, bestimmte Konzepte einfach besser zu verstehen oder euer Wissen in speziellen Bereichen zu vertiefen. Das alles kann euch zusätzlich helfen und motivieren. An der Stelle möchte ich speziell nochmal eine Sache ankündigen. Wir bauen ja mit der Bootstrap Academy eine Plattform, die euch insgesamt in der Informatik helfen und vor allem aber auch Spaß machen soll. Ein spezieller Bonus für alle, die dieses Zertifikat hier machen: Wenn ihr es habt, schickt es mir.
Und in der Academy kann ich das ganze Ding dann eintragen, dass ihr ein paar extra Erfahrungspunkte bekommt, sodass ihr natürlich dann auch bei der Academy einen gewissen Vorteil habt, denn ich weiß ja, dass ihr danach was könnt. Um aber wirklich während dem Lernen schon das direkt zu verinnerlichen alles, ist es wichtig, eigene Übungsprojekte durchzuführen. Das habe ich schon ein paar Mal jetzt hier gesagt. Und deswegen wählt Projekte aus, die euch persönlich interessieren und bei denen ihr natürlich motiviert seid, gute Ergebnisse zu erzielen. Das kann zum Beispiel die Analyse von Daten aus einem Lieblingssport sein, Optimierung von Prozessen in eurem Unternehmen oder natürlich auch Untersuchung von, keine Ahnung, Umweltthemen zum Beispiel. Indem ihr an realen Projekten arbeitet, die euch persönlich wichtig sind, werdet ihr nicht nur eure Fähigkeiten verbessern, sondern eben insgesamt auch ein besseres Verständnis für die praktische Anwendung von Datenanalyse überall gewinnen und dadurch natürlich auch ein gewisses aussagekräftiges Portfolio aufbauen, das ihr dann natürlich auch Arbeitgebern zeigen könnt. Apropos, genau dieses Portfolio kommt jetzt. Diese Übungsprojekte, wie gesagt, sollten nach einem Abschluss nicht einfach sterben. Das heißt, ihr solltet nicht einfach aufhören, eure Projekte zu betreuen. Baut euch damit wirklich ein Portfolio, zum Beispiel auf GitHub, um potenziellen Arbeitgebern eure Fähigkeiten und eure Erfahrungen im Bereich der Datenanalyse natürlich auch zu zeigen. Ihr könnt das natürlich auch auf einer Webseite machen und dort die schönen Grafiken alle präsentieren. Das ist auch eine super Idee. Beginnt aber wirklich frühzeitig damit, eure Arbeiten und Projekte zu dokumentieren, damit ihr sie nicht am Ende nicht mehr selber versteht. Und natürlich dann auch sie in einem übersichtlichen, ansprechenden Format zusammenzustellen. Das können verschiedene Möglichkeiten sein. Ein schriftlicher Bericht, ein interaktives Dashboard, Präsentation. Zeigt dabei aber nicht nur das Endergebnis, sondern auch den Prozess, den ihr durchgelaufen habt, um zu den Ergebnissen zu kommen. Und das beinhaltet natürlich die Datenaufbereitung, die Analyse, die Visualisierung und die Interpretation der Ergebnisse. Im Endeffekt all diese Themen, die ihr natürlich während dem Kurs beigebracht bekommt. Stellt sicher, dass ihr euer Portfolio regelmäßig aktualisiert, um eben auch die neuen Erfolge und Erkenntnisse zu präsentieren, die ihr für euch gemacht habt, die aber vielleicht auch zu den Daten von davor passen. Neben euren Projekten könnt ihr auch Zertifikate, Weiterbildung oder natürlich auch positive Kunden- oder Arbeitgeber-Feedbacks in euer Portfolio einbinden. Das zeigt insgesamt natürlich Engagement und natürlich auch, wie ihr euch kontinuierlich verbessert und auch weiterlernt. Apropos Weiterlernen. Die Datenanalyse ist an sich schon ein sich ständig weiterentwickelndes Feld und es ist da vor allem sehr wichtig, auf dem neuesten Stand zu bleiben, damit man eben auf dem neuesten Stand ist. Macht euch bewusst, dass eben dieses Google Data Analytics Professional Zertifikat euch einen Einstieg in die Welt der Datenanalyse bietet und es eure eigene Verantwortung ist, eure Kenntnisse und Fähigkeiten weiter zu erweitern. Nutzt deswegen verschiedene Ressourcen, einfach und natürlich meine Videos und die Academy, aber seid auch offen für Feedback und Kritik von Kollegen, Vorgesetzten oder Kunden und seht das als Chance, eure Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Genauso wichtig ist es aber auch, eine lernbereite und insgesamt eigentlich eine neugierige Haltung zu bewahren. Denn ja, nichts verändert sich momentan so schnell wie die Informatik. Ich glaube, das kriegt ihr mit. Also, warum nicht probieren? Mit dem Link in der Beschreibung könnt ihr, wie gesagt, das ganze Google Data Analytics Professional Zertifikat 7 Tage lang gratis testen und euch ansehen. Und dementsprechend wünsche ich euch ganz viel Erfolg und viel Spaß beim Lernen. Und wenn sich so eine Study Buddy Gruppe gründet auf Discord, dann lasst mich das gerne wissen. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.